Willkommen am Martin-Andersen-Nexel-Gymnasium in Dresden, Gymnasium mit vertiefter naturwissenschaftlicher Ausbildung. Und wir werden jetzt hier eine 6. Klasse beim Einstieg in das Mikroskopieren beobachten. Guten Morgen. Guten Morgen. Ebenfalls. Das Martin-Andersen-Nexel-Gymnasium hat als MINT-orientierte Schule einen besonderen Bildungsauftrag. Und zu den besonderen Unterrichtsformen an unserer Schule gehört zum Beispiel der Abteilungsunterricht, den Sie jetzt gerade hier im Raum sehen. Wir benutzen Kameramikroskope für die Kinder, die das zum ersten Mal machen, dass sie dann vorn sehen, was sie sehen sollen. Und diese Geräte sind für den naturwissenschaftlichen Unterricht so wichtig, weil unsere Sinne einfach nie ausreichen. Also wir sehen einfach nicht so detailliert, wie wir gerne sehen wollen würden. Und deswegen brauchen wir optische Hilfsmittel. Ich habe ein Hundehaar gesehen und bin gerade daran, eine Margarite zu untersuchen. Also ich habe mir gerade eine Wasserlinse angeschaut und am Anfang sah es ganz gewöhnlich aus, also wie immer. Und als ich dann das 8-fach vergrößert habe, sah es schon ein bisschen ungewöhnlich aus, aber jetzt nicht so abstrakt. Die Begeisterung zeigt sich dass sie wirklich versinken und sich da Sachen ganz lange, ganz genau angucken. Wir haben einen Samen beobachtet und eine Wasserpflanze. Das war so ein schöner Farbüberlauf, das sah richtig schön aus. Bei anderen dann, dass die sich was angucken, feststellen, das ist cool und sich dann direkt das nächste holen und sagen, kann ich noch was und kann ich das noch ausprobieren und jetzt nehme ich mal mein eigenes Haar und ja, da passiert wirklich viel und die sieht man einfach, da leuchten die Augen. Das ist richtig schön zu sehen. Als Technologieunternehmen lebt Zeiss von Innovation, Neugierde und Begeisterung. Und genau hier möchten wir ansetzen und fördern. Das Projekt passt sehr gut zum Zeiss Förderfonds, weil es die verschiedenen Aspekte, die im Zeiss Förderfonds wichtig sind, sehr gut unterstützt. Das ist zum einen die regionale Attraktivität unserer Standorte, aber auch der Fokus auf die Förderung von MINT-Bildung. Insbesondere für den Bereich MINT ist für den Aufbau der Kompetenzen im Bereich Problemlösen, kreatives Denken und wissenschaftliches Arbeiten das Ausprobieren ein ganz wichtiger Punkt. Es ist sehr wichtig, schon frühzeitig das Interesse zu wecken bei den Schülerinnen und Schülern, damit sie langfristig und nachhaltig auch ihre Berufsinteressen finden können und einfach auch Barrieren oder Berührungsängste gar nicht erst entstehen können. Ja, man fühlt sich schon richtig als Forscherin, weil wenn man dann halt das Licht anschaltet und scharf stellt, denkt man auch einfach so und eine Aufgabe gestellt bekommt, will man halt das auch richtig wissen, wie das ist und jagdgeführt antworten. Und da trägt man halt auch selber die Verantwortung, dass das Experiment funktioniert und hängt nicht die ganze Zeit vom Lehrer ab. Also ich finde das schon verrückt, weil da laufen halt Hunderte von Menschen dran vorbei, ohne das wirklich zu beachten. Und dann siehst du das auf einmal so groß und da fühlt man sich selbst auch schon irgendwie so ein bisschen klein. Bei den langfristigen Partnerschaften mit solchen Schulen geht es nicht nur darum, einmalig Ausstattung zur Verfügung zu stellen, sondern langfristig zusammenzuarbeiten und die Kinder und Jugendlichen für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern über einen längeren Zeitraum hinweg.